Hallo meine Freunde, hola Madridistas, ich bin wieder zurück. Wie ihr seht, bin ich wieder in Spanien. Das bedeutet für euch, die Aussicht ist wieder etwas schöner bei den Videos. Aber auf diesem Kanal geht es nicht um Aussicht, in diesem Kanal geht es um Inhalte. Und davon habe ich eine ganze Menge für euch. Revolution bei Real Madrid. Der Vorstand hat sich zusammengesetzt und gesagt, so ein Jahr wie 2025 darf sich nie wieder wiederholen. Und es gab drastische Maßnahmen. Sowohl Niko Mihic, der Mediziner, der früher mal Teamarzt von Real Madrid war, ist wieder zurück, als auch Antonio Pintus. Unser Physistrainer ist auch wieder zurück. Was da los ist, was das über Xabi Alonso sagt etc., das schauen wir uns natürlich zusammen an. Ja, und dann müssen wir uns mal eben über ein Thema unterhalten, wo der wahrscheinlich beste U18-Fußballspieler dieses Planeten, Lennart Kahl, der bereits ein Star bei den Bayern ist, einfach so sagt, dass er bei Real Madrid spielen möchte. Was da los ist, schauen wir uns natürlich an. Dann gucken wir uns auch noch an, wie sieht der Regenerationsprozess von Kylian Mbappé aus? Schafft er es zum Supercup oder nicht? All das und vieles mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, bevor wir zu dem eben annoncierten Nachrichten kommen, fangen wir auf diesem Kanal erstmal mit Fakten, Daten und Zahlen an. Fangen wir da erstmal mit der Jugendabteilung an, mit Real Madrid Castilla. Unsere Jungs, trainiert von Álvaro Arbeloa, haben am Wochenende ihr Spiel mit 2:0 gewonnen. Tolles Ergebnis für die Jungs von Álvaro Arbeloa und das bedeutet, in der Tabelle setzen die sich auf dem 3. Tabellenplatz fest. Ändert leider nichts an der Ausgangssituation, dass sie immer noch 10 Punkte auf den Tabellenersten aufholen müssen. Wie schon oft gesagt, nur der Tabellenerste steigt direkt auf. Die anderen müssen in Playoffs und die sind sauhart. Ja, und eigentlich wollte ich euch die nächste gute Nachricht verbreiten, nämlich Rashad Fetal ist zurück. Der Goalgetter, der Kylian Mbappé von Real Madrid Castilla. Und der hat direkt auch das 1:0 gemacht. Kurz danach fiel dann das 2:0 durch César Palacios. César Palacios ist zu gut für diese Mannschaft. Aber dazu komme ich gerne in einem anderen Video. Rashad Fetal macht auf jeden Fall das 1:0 und wir haben Hoffnung, dass unser Top-Stürmer wieder da ist. Ja, wir wissen ja, er war verletzt, 2 Monate, ist zu früh zurückgekommen, hatte wieder einen Rückschlag, musste nochmal 2 Monate ausfallen, ist jetzt endlich wieder da. Und der nächste Rückschlag. Fehlt wieder 2 Monate. Das kann doch alles nicht mehr sein. Mario Cortegana schreibt, sehr schlechte Nachrichten für Real Madrid Castilla. Rashad Fetal hat einen Rückfall erlitten, also den 2. Der Stürmer kehrte gestern nach 2 Verletzungen seit August mit einem wichtigen Tor zurück und könnte nun rund 2 Monate ausfallen. Also der Klassiker. Ein schwerer Schlag, sowohl für die Moral als auch für den Fußball der Mannschaft. Also, das ist wie diese Dauerkrankschreibungen, die immer nur einen Tag arbeiten kommen, um sich dann nochmal 6 Wochen krank zu schreiben, damit der Arbeitgeber die nicht kündigen kann. Das ist natürlich nur Spaß. Der Junge würde sich nichts anderes wünschen, als gesund zu bleiben und der Mannschaft zu helfen. Ja, schlechte Nachrichten für Real Madrid Castilla. Mal schauen, ob sie auf dem Wintertransfermarkt tätig werden. Ja. Genug zu den Jungs, kommen wir jetzt zu der ersten Mannschaft. Das Ergebnis von Real Madrid brauche ich euch, glaube ich, nicht mehr auf diesem Kanal zu sagen. Wir haben am Wochenende 5:1 gewonnen. Ich blende euch alle Ergebnisse der La Liga ein. Und das Ergebnis, was so ein bisschen heraussticht, der einzige Titelkandidat, der gepatzt hat, ist Atletico Madrid. Ich hatte euch gewarnt, Real Sociedad ist eine Mannschaft, die viel stärker ist, als ihr Tabellenplatz aussagt. Ja, und das hat Atletico Madrid zu spüren bekommen. Wenn wir ehrlich sind, Real Sociedad hätte dieses Spiel sogar gewinnen müssen. Naja, auf jeden Fall bedeutet das in der Tabelle, Real Madrid und der FC Barcelona haben sich so ein bisschen abgesetzt schon von Atletico Madrid. Rayo Vallecano ist nicht zu unterschätzen. Achtet darauf, die haben 2 Spiele weniger und jetzt schon 38 Punkte. Also genauso viele Punkte wie Atletico Madrid. Die könnten sich jetzt auch etwas absetzen. Nächste Woche haben sie ein Spiel. Die anderen Mannschaften sind beim Supercup. Dazu kommen wir jetzt. Wie dem auch sei, Real Madrid verkürzt den Abstand auf den FC Barcelona auf 4 Punkte. Ja, und jetzt starten wir mit den Themen, die ich eben angekündigt habe. Und Real Madrid
Denen ist natürlich nicht das katastrophale Jahr 2025 entgangen, wie auch. Ja, und Real Madrid wollte etwas ändern. Und die Verletzung von Kylian Mbappé, ausgerechnet beim Weihnachtstraining, hat so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht, dass Florentino Perez gesagt hat, so, mir reicht, es kann nicht sein, dass sich hier jeder alle 2 Wochen verletzt, dass jeder so ein Rachat Fatal nach dem Motto ist, wir müssen etwas ändern. Und wie ältere Männer das so machen, formuliere ich es mal so, setzen die auf vertraute Gesichter. In dem Fall hat die erste Veränderung beim medizinischen Dienst von Real Madrid gestartet, denn ein altbekannter Name ist wieder zurück. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Niko Mihic kehrt zurück, um die Verletzungsmisere bei Real Madrid einzudämmen. Der ehemalige Mannschaftsarzt von Real Madrid, der bereits mit Zidane und Ancelotti zusammengearbeitet hat, kehrt in den täglichen Betrieb der ersten Mannschaft zurück. Zuvor war er als Berater für den Verein tätig und wird nun als Supervisor fungieren. Kylian Mbappé-Verletzung war ein schwerer Schlag für Real Madrid. Es war nicht nur ein weiterer Rückschlag, wie diese Zeitung berichtete, war das Unwohlsein des Franzosen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, in einer Situation, die die Vereinsführung als besorgniserregend einstuft. Als erste Maßnahme wurde Niko Mihic ins medizinische Team zurückgeholt. Die Verletzungen des Stürmers war die 23. der Saison. Der Verein beschloss, etwas zu unternehmen, um die Anzahl der Verletzungen zu reduzieren. Vor allem aber, um sicherzustellen, dass Diagnosen und Rehabilitationspläne für jede Situation und jeden Spieler optimal sind. Wie Koppe berichtete, hat Mihic die Freigabe erhalten, wieder in den täglichen Arbeitsablauf der ersten Mannschaft zurückzukehren und seine Arbeit in Valdebebas wieder aufzunehmen. Der ehemalige Mannschaftsarzt von Real Madrid, der bereits mit Zidane und Ancelotti zusammengearbeitet hatte, ist zurück, obwohl er dem Verein als Berater weiterhin verbunden blieb. Er wird nun alle Aspekte des Trainingsbetriebs der ersten Mannschaft betreuen. Mihic ist eine Person, der der Präsident voll und ganz vertraut. Und seine Hauptaufgabe nach seiner Rückkehr an die Front ist es, die Auswirkungen von Verletzungen auf Xabi Alonsos Mannschaft abzufedern. Ja, also, das war der erste Schritt. Niko Mihic. Ich kann da nicht so ganz glücklich sein. Ich habe noch im Hinterkopf Nachrichten über Niko Mihic, die nicht so gut waren. Er war verstritten mit einem Jude Bellingham. Er war verstritten mit einem Arda Güler. Und ich glaube, es ist sehr schwer, sich mit einem Arda Güler zu verstreiten. Naja, Florentino Perez hat ein Machtwort gesprochen. Ihm reicht es. 23 Verletzungen seit Saisonbeginn sind einfach zu viel. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass irgendwas passieren musste. Meiner Meinung nach wäre es vielleicht besser gewesen, wieder dieser Ernährungsberaterin eine Chance zu geben. Florentino Perez, wie ich sage, wie ältere Männer es oft machen, setzen auf Altbewährtes. Ich drücke Niko Mihic die Daumen, dass er sein Verhältnis zu Bellingham und Arda endlich wieder auf die Bühne bekommt und noch viel mehr, dass er die Verletzungen von Real Madrid ein bisschen eindämmen kann, denn so kann es nicht weitergehen. Und passend dazu hat der Vorstand von Real Madrid gesagt, das mit der medizinischen Abteilung reicht mir nicht. Mir gefällt auch der physische Zustand der Mannschaft nicht. Vielleicht hat das ja auch was mit den Verletzungen zu tun. Und auch da hatten Florentino Perez auf Altbewährtes gesetzt. Schauen wir da auch zusammen einmal rein. Pintus übernimmt wieder seine Führungsrolle bei Real Madrid. Die Führungsriege von Real Madrid hat entschieden, dass Antonio Pintus im neuen Jahr wieder eine wichtigere Rolle im Bereich der körperlichen Konditionierung der Spieler übernehmen wird. Xabi Alonso wird sein Team behalten, aber der Italiener wird eine viel wichtigere Rolle einnehmen. Bei Real Madrid ist man verärgert über die körperliche Vorbereitung. Ja, und ich würde behaupten, in dem Fall reicht schon die Überschrift. Also, Florentino Perez, der Vorstand von Real Madrid, haben gesagt, Pintus soll wieder eine wichtigere Rolle übernehmen bei der Konditionsarbeit von Real Madrid. Und ganz ehrlich, das ist schon ein Schlag meines Verständnisses nach an die Autorität von dem Xabi Alonso. Der hat sein eigenes Trainingsteam, der hat seinen eigenen Fitnesscoach, Co-Trainer etc. Ja, und es fühlt sich bestimmt nicht gut an, für einen Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid, als autoritäre Person mit deinem eigenen Team, deinem Fitnesstrainer auf einmal zu sagen, hör mal, du bist jetzt nicht mehr der das alleinige Sagen hat, da ist jetzt noch ein Pintus. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Mann wie ein Pintus oder auch ein Mihic, dass die sich hinten anstellen. Ich glaube, die sind so vom alten Schlag, die wollen direkt wieder Führung, Aufgaben übernehmen.
Für mich ist das so ein Schlag an die Autorität von Xabi Alonso. Auf der anderen Seite drücke ich dem Pintus die Daumen. Wir haben mit ihm viele Titel geholt. Vielleicht ist er bereit zu lernen. Naja, wie dem auch sei, ich weiß gar nicht, ob er lernen muss. Ich habe damals gesagt, vielleicht liegen die Verletzungen an Pintus. Aber jetzt ohne Pintus sind die Verletzungen genauso weitergegangen. Ich bleibe dabei, vielleicht wäre die Ernährungsberaterin die richtige Lösung, Florentino Perez. Von meiner Seite hast du das mal gehört. Ja, das sind die neuen Änderungen bei Real Madrid, fand ich sehr spannend. Und schon passend zu dem Thema Verletzungen sind wir ja die ganze Zeit, drehen wir uns darum. Ja, wie geht's eigentlich Kylian Mbappé? Den Spieler, den viele von euch vermissen und viele von euch nicht. Denn einige sagen, ohne Kylian Mbappé läuft es besser. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann, der 60 Tore im Jahr macht, die das Problem von Real Madrid ist. Im Gegenteil, ich glaube, Xabi Alonso muss einfach nur eine Methode finden, wie die ganzen Sachen zusammen, die ganzen Spieler, die ganzen Charaktere, wie das alles zusammenpassen kann, wir ein passendes System finden. Ja, wie dem auch sei, viele von euch sagen ja, Real Madrid funktioniert besser ohne Kylian Mbappé. Ich zähle mich da nicht zu. Aber trotz alledem interessiert, glaube ich, alle. Wie sieht es um Kylian Mbappé aus? Schafft er es zur spanischen Supercup oder nicht? Hören wir da zusammen einmal rein. Du schließt also die Möglichkeit aus, dass Mbappé das Spiel gegen Atletico Madrid bestreitet, oder? Ja. Gegen Atletico ist er meiner Meinung nach raus und ich halte es auch für schwierig, dass er in einem hypothetischen Finale dabei sein könnte. Wir werden sehen, ob er mitreist oder nicht. Ich glaube, es gibt einen Präzedenzfall bei einem solchen Spiel oder einer Club-WM mit Ancelotti, bei der zum Beispiel Benzema nicht zum Halbfinale mitgereist ist und sich dann später der Mannschaft angeschlossen hat. Wir werden sehen, welche Entscheidung getroffen wird, ob er Teil der Mannschaft ist, auch wenn er nur geringe Chancen hat, bei einem hypothetischen Finale, das am nächsten Sonntag stattfinden würde, dabei zu sein. Ja, ihr habt es selber gehört. Kylian Mbappé fast ausgeschlossen gegen Atletico Madrid. Dann fürs Finale gegen Barcelona oder Athletic Bilbao eventuell wieder verfügbar. Aber ganz ehrlich, das ist der spanische Supercup. Das ist kein Champions League-Finale. Bei einem Champions League-Finale würde ich sagen, spritz dem alles, was du dem spritzen kannst. Der soll auf jeden Fall irgendwie zur Verfügung stehen. Aber wenn du nicht bei 100% bist, geh doch kein Risiko ein. Erst recht nicht für den Supercup und erst recht nicht, wenn dein Ersatzspieler ein Gonzalo Garcia ist, der gerade on fire ist, der mit seinen Bewegungen, mit seinen Laufwegen, mit seinen Toren der Mannschaft unglaublich gut tut. Und meiner Meinung nach der Beweis ist, dass so eine echte 9 Real Madrid, richtig gut getan hat, wie der den Ball gehalten hat, seine Bewegungen. Und ich sag das immer wieder, Erfolg ist kein Zufall. Erfolg ist harte Arbeit. Und ich zeige euch auch nochmal die Tore von einem Gonzalo Garcia. Der Bewegungsapparat, was ihr da seht vor dem Tor, das ist das Einmaleins eines Weltklasse-Mittelstürmers mit der doppelten Körpertäuschung. Bei beiden Toren geht er nach vorne, nach hinten, dann wieder nach vorne oder andersfalls nach hinten, nach vorne, wieder nach hinten. Der Verteidiger, der weiß überhaupt nicht, wo Gonzalo ist. Der steht dadurch frei. Ja, und viele denken, ach, der steht ja ganz frei. Ja, aber die sehen nicht die Arbeit, die dieser Junge vorher da reingesteckt hat. Allgemein, die Arbeitsrate von einem Gonzalo Garcia. Wie oft war der vor dem eigenen 16er und hat Bälle erobert, hat gekämpft. Also daran kann sich ein Kylian Mbappé tatsächlich mal eine Scheibe abschneiden. Also, ja, die Arbeitsrate von dem Gonzalo hat auch der Mannschaft unglaublich gut getan. Ich freue mich für den Jungen. Und wie gesagt, wenn du einen Gonzalo Garcia da vorne auf der 9 hast, musst du als Kylian Mbappé meiner Meinung nach nicht unbedingt riskieren, wenn man noch bedenkt, wir reden hier über einen Supercup. Ja, das ist der letzte Stand von Kylian Mbappé. Ja, und zu guter Letzt gibt es hier oft Transfergerüchte und es gibt Hörensagen, Experten, was auch immer. Was es ganz selten in der Welt des Fußballs gibt, ist, dass einer, vielleicht der besten Spieler einer Spitzenmannschaft, denn Bayern München ist eine absolute Spitzenmannschaft, ist mit Arsenal zurzeit Topfavorit auf die Champions League, meiner Meinung nach, spielen mit Arsenal den besten Fußball zurzeit in Europa. Ja, und der Shootingstar von Bayern München, der 17-jährige Lennart Kahl, der deutsche Messi, wie er genannt wird, und man muss auch sagen,
klein, ne? Unter 1,70, unglaublich dribbelstark, unglaublich schwer vom Ball zu trennen, torgefährlich, also der erinnert wirklich so ein bisschen an Messi von dem Fußball, den er spielt. Ja, und dieser 17-Jährige war bei einem Bayern-Fanclub-Treffen. Ich zeige euch mal das Bild, wie es da aussah. Bayern-Fanclubs. Ja, und irgendeiner hatte die Idee, diesem Jungen die Frage zu stellen, welcher sein Traumverein ist. Abgesehen vom Bayern München. Hören wir uns mal die Antwort von Lennart Kahl zusammen an. Der Schelling will wissen, hast du einen Traumverein außer FC Bayern? Bleibt unter uns. Also ich hoffe, es bleibt unter uns, aber auf jeden Fall, natürlich ist Bayern ein sehr, sehr großer Verein. Ist ein Traum, da zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber es bleibt unter uns. Ja, ich glaube, 2 Sachen werden klar. Real Madrid ist der Olymp des Fußballs. Das ist als erste Sache klar. Zweitens, dieser Junge hatte noch nicht viel Mediatraining, glaube ich. Das kannst du doch nicht als Bayern-Spieler sagen. Naja, auf jeden Fall. Sein Traum ist es, irgendwann möchte ich zu Real Madrid. Das hat nicht irgendein Berater, irgendein Transferguru und Fabrizio Romano. Nee, das hat Lennart Kahl selber gesagt. Ja, der kriegt natürlich jetzt einen unglaublichen Hate in Social Media, was ich mir alles durchlesen musste. Der Judas, der soll sich PPP, der soll nie wieder eine Minute für Bayern spielen. Verkauft den, schmeißt den raus, der soll auf die Tribüne. So, der hat einen unglaublichen Hate. Leon Goretzka freut sich, der ganze Hate, den der abgekriegt hat, geht jetzt zu Lennart Kahl. Und ich kann die Bayern-Fans auf der einen Seite natürlich verstehen. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn als Junge, als Raúl damals nach Madrid gekommen wäre, mit 17 sein erstes Interview gibt und mir sagt, ich würde gerne mal zu Manchester United wechseln oder was auch immer. Das hätte mein Herz gebrochen. Also ich verstehe die Bayern-Fans, die haben so viel Illusion in ihren neuen Superstar reingebracht. Also dieser Junge, der wird die Zukunft des Fußballs mit dominieren. Also, und das sage ich nicht jetzt, weil er das gesagt hat. Diejenigen, die meinen Podcast oder unseren Podcast verfolgen, klein und haarig, in den letzten 3-4 Folgen haben wir immer nur über Lennart Kahl geredet. Und da wusste ich noch überhaupt nicht, dass der eine Verbindung zu Real Madrid hat. Inzwischen habe ich erfahren, als kleiner Junge hat er schon mal bei Trainings von Real Madrid teilgenommen. Real Madrid wollte ihn schon haben, aber die Eltern haben entschieden, uns ist es wichtiger, dass er in Deutschland bleibt, dass er erstmal eine vernünftige Ausbildung bekommt. Dann ist er zu Bayern gewechselt in Deutschland. Kann man die Eltern verstehen, kein Vorwurf. Aber der Junge, der wollte damals schon nach Madrid. Real Madrid wollte ihn schon. Wenn man sein Instagram-Profil sieht, sehr viel Real Madrid-Zeugs. Kylian Mbappé, Vini, der macht auch den Torjubel von Vini nach. Der Junge, der liebt Real Madrid, der ist Madridista. Weiß Gott, vielleicht ist der Follower hier. Also Lennart, sei gegrüßt. Und ich würde einfach vorschlagen, Florentino Perez, diesen Hate, die dieser Junge gerade abkriegt, das ist für einen 17-Jährigen nicht zu ertragen. Free Lennart Kahl, ich würde sagen, befrei ihn doch von den Bayern und hol ihn am besten jetzt noch in der Wintertransferphase zu Real Madrid. Naja, natürlich nur Spaß. Also Leute, wie dem auch sei, der Junge ist 17, der sammelt jetzt seine Sporen beim FC Bayern auf höchstem Niveau. Der hat in Arsenal beim besten Spiel, was es zurzeit in Europa geben kann, Arsenal gegen Bayern, da hat er ein Tor auch gemacht, ein super Spiel abgeliefert. Also dieser Junge ist schon auf einem Riesenniveau. Trotzdem ist er erst 17. Sein Vertrag läuft bis 2028. Ja, in 3 Jahren, da ist er, oder in 2 Jahren, da ist er 19, 20. Ja, das übliche Beuteschema für Real Madrid, würde ich sagen. 2-3 Jahre noch bei den Bayern und dann könnte ich mir schon vorstellen, ein Lennart Kahl bei Real Madrid zu sehen. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Lasst eure Meinung zu dem gesamten Video bitte unten unter diesem Video in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, drückt auf Liken, Teilen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, tu das. Dann bist du noch unter den ersten 20.000. Tust mir natürlich einen riesen Gefallen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.